Wir sind wieder zurück zum zweiten Teil der Pressekonferenz von Jerome Powell. Das Ganze zieht sich bei uns mit dem Thema Banken ein bisschen nach hinten. Wir haben Professor Sascha Steffen bei uns von der Frankfurt School of Finance. Du bist gerade in New York an der NYU Stern School of Business. Und wir werden zusammen heute mal die Notenbank-Ereignisse mit kommentieren. Bisher ist eigentlich alles so ziemlich gekommen wie erwartet, muss man sagen. Wir haben übrigens jetzt auch mal die Fragerunde mit eingeschaltet. Wir werden das nachher auch bei dem Sonderthema Banken für euch vertiefen und da könnt ihr Fragen stellen ohne Ende. Kommen wir also mal zu der Pressekonferenz, die jetzt jeden Moment starten wird. Der Markt ist bisher sehr, sehr ruhig. Ist eigentlich nicht erstaunlich, oder? Nö, ich glaube, das war genau im Rahmen der Erwartung. Deswegen gibt es keine Ausreißer nach oben und nach unten. 25 Basispunkte nochmal drin, das war klar, könnte kommen. 25 Basispunkte gemacht, war auch klar. Glaubst du, nichts hätte den Markt beunruhigt? Ich glaube, eine Beunruhigung wäre wahrscheinlich gewesen, 50 Basispunkte. Das wäre mit Sicherheit massiv nach hinten losgegangen. Aber ich glaube auch, gar keine Erhöhung wäre unter Umständen auch negativ aufgenommen worden. Ja, wenn man sich dann überlegt, ist das der richtige Ansatz tatsächlich oder ist es doch schlimmer, als man denkt? Ja, also, was auch immer er macht, ist nicht so einfach. Here we go, guys. Wir stellen auf Lautsprecher. Before discussing today's meeting, let me briefly address recent developments in the banking sector. In the past 2 weeks, serious difficulties at a small number of banks have emerged. History has shown that isolated banking problems, if left unaddressed, can undermine confidence in healthy banks and threaten the ability of the banking system as a whole to play its vital role in supporting the savings and credit needs of households and businesses. That is why, in response to these events, the Federal Reserve, working with the Treasury Department and the FDIC, took decisive actions to protect the U.S. economy and to strengthen public confidence in our banking system. These actions demonstrate that all depositors' savings in the banking system are safe. Alle Kundeneinlagen sind sicher. The Federal Reserve Board created the Bank Term Funding Program to ensure that banks that hold safe and liquid assets can, if needed, borrow reserves against those assets at par. This program, along with our long-standing discount window, is effectively meeting the unusual funding needs that some banks have faced and makes clear that ample liquidity in the system is available. Our banking system is sound and resilient with strong capital and liquidity. We will continue to closely monitor conditions in the banking system and are prepared to use all of our tools as needed to keep it safe and sound. Also in anderen Worten, wir tun alles, was notwendig ist. We're committed to learning the lessons from this episode and to work to prevent events like this from happening again. Aha. Wie wollen Sie das machen? Da bin ich gespannt. Turning to the broader economy and monetary policy. Inflation remains too high and the labor market continues to be very tight. Okay. My colleagues and I understand the hardship that high inflation is causing, and we remain strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve. Without price stability, the economy does not work for anyone. Gleiche Aussage wie Christine Lagarde heute, ne? In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. The U.S. economy slowed significantly last year, with real GDP rising at a below-trend pace of 0.9%. Consumer spending appears to have picked up this quarter, although some of that strength may reflect the effects of swings in the weather across the turn of the year. In contrast, activity in the housing sector remains weak, largely reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment. Committee participants generally expect subdued growth to continue. As shown in our summary of economic projections, the median projection for real GDP growth stands at just 0.4% this year and 1.2% next year, well below the median estimate of the longer-run normal growth rate.
and nearly all participants see the risks to GDP growth as weighted to the downside. Yet the labor market remains extremely tight. Job gains have picked up in recent months, with employment rising by an average of 351,000 jobs per month over the last 3 months. The unemployment rate remained low in February at 3.6%. The labor force participation rate has edged up in recent months, and wage growth has shown some signs of easing. However, with job vacancies still very high, labor demand substantially exceeds the supply of available workers. FOMC participants expect supply and demand conditions in the labor market to come into better balance over time, easing upward pressures on wages and prices. The median unemployment rate projection in the SEP rises to 4.5% at the end of this year and 4.6% at the end of next year. Inflation remains well above our longer run goal of 2%. Over the 12 months ending in January, total PCE prices rose 5.4%, excluding the volatile food and energy categories. Excluding those, core PCE prices rose 4.7%. In February, the 12-month change in the CPI came in at 6%, and the change in the core CPI was 5.5%. Inflation has moderated somewhat since the middle of last year, but the strength of these recent readings indicates that inflation pressures continue to run high. The median projection in the SEP for total PCE inflation is 3.3% for this year. Also im Prinzip muss man sagen, lässt er eigentlich alle Tore offen, oder? Ich glaube, er sagt schon sehr, sehr klar, dass es noch nicht absehbar ist, wann die Preise auf Produzenten- und Konsumentenpreise sinken und kann damit auch relativ klar signalisieren, dass Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored. Der Standardspruch, ne? Langfristige Inflationserwartungen sind verankert, das hört man immer wieder. Der Dow dreht jetzt ins Minus. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das ist, was der Markt hören wollte, weil im Prinzip er damit die Tore erstmal offen lässt, dass eben das Ende der Zinsanhebung eventuell eben doch noch nicht erreicht ist. Genau, wir machen einen ganz klaren Cut davon, das, was im Bankensektor passiert, ist unter Kontrolle und das ist das, was das Problem gerade ist und deswegen muss man das angehen und das wird mit Sicherheit, auch wenn es überhaupt nächstes Jahr zur Zinssenkung kommen sollte, aber auf jeden Fall, wie der Dow auch gerade zeigt. Der Markt schmiert jetzt ab und man muss sagen, die Sekunde. Bringing the target range to 4.75% to 5%. And we are continuing the process of significantly reducing our securities holdings. Since our previous FOMC meeting, economic indicators have generally come in stronger than expected, demonstrating greater momentum in ich würde es mal so economic zusammenfassen, in dem, was er bis jetzt gesagt hat. Es war unklar, wie diese Balance ausfällt zwischen auf der einen Seite Bankenturbulenzen und auf der anderen Seite Inflationsthematik. Wer geglaubt hat, dass die Bankenturbulenzen die Notenbank dazu bringen würde, stärker auf die Bremse zu nehmen, müsste eigentlich jetzt enttäuscht. Aber Paul macht eigentlich klar, es ist ein isoliertes Ereignis bei einigen Banken. Genau, es sind 3 Ereignisse oder 2 Ereignisse, die hier das Geschehen waren. Alle anderen sind eigentlich strong. In dem Sinne, beziehungsweise wir haben alle Tools und Möglichkeiten zu agieren, wenn Banken Liquiditätsprobleme haben, was irgendwie komplett merkwürdig ist, weil nichts anderes passiert ist, als über die letzten 2 Jahre als Liquidität in den Markt zu geben. Ja. Also dementsprechend sollte hinreichend Liquidität da sein, aber man sieht, wie tatsächlich dann diese Events plötzlich zu Liquiditätsengpässen führen. Klar, aber ich meine, wenn du dir die Kommentare anschaust, wir sehen keine Reduktion, also die Bremsung der Bilanz läuft weiter. Also die Reduktion der Bilanz wird erstmal nicht eingestellt. Damit hat man, glaube ich, auch nicht gerechnet, zum aktuellen Zeitpunkt, oder? Ja, vor allen Dingen ist es nicht unbedingt konsistent, wenn man auf der einen Seite sagt, wir haben hier eine ganze Menge an Programmen, die es Banken ermöglichen, Liquidität zu generieren. Auf der anderen Seite entzieht man dem Markt massiv Liquidität, nämlich die Bilanz einfahren. Ja, also das ist schon nicht ganz ungefährlich. Und das ist auch eines, wo wir darauf warnen, dass man sagt, okay, wenn die Zentralbanken anfangen, Liquidität zurückzuziehen, kann es sein, dass die Banken massiv in
Probleme kommen können, wenn Liquidität vom Markt gefordert wird. Ja? Und das würde das natürlich nochmal ein bisschen potenzieren. Aber ich meine, wir werden das gleich zum Thema der Banken nochmal vertiefen, weil diese Debatte bei uns an der Wall Street sehr rege geführt wird. Was ist das, was wir erleben, eigentlich QE? Es wurde ja die Bilanz deutlich jetzt ausgeweitet. Oder eben nicht. Aber lass uns das vertiefen, weil ich da nicht zu viel vornehmen will. Markt aktuell stabil, genau. By the dip. Gar kein Bock mehr. Ja, das geht vielen so, glaube ich. Ja, jetzt kommt das Übliche. Ne? Also wir wissen, ne, die Familien und so, wir sind für euch da, wir helfen euch und so. Ich kriege immer ein bisschen Angst, wenn die Regulatoren da sind und sagen, wir helfen euch jetzt. Euer Geld ist sicher. Er sagt ja übrigens, das würde mich mal interessieren, die Notenbank sagt ja immer wieder, das Geld ist safe, aber sie sagen nicht, it's insured. Sekunde, jetzt die Frage. And that deposit flight among mid-sized lenders in particular has ceased. Thanks. So I guess our view is that the banking system is sound and it's resilient. It's got strong capital and liquidity. We took powerful actions with Treasury and the FDIC, which demonstrate that all depositors' savings are safe and that the banking system is safe. Deposit flows in the banking system have stabilized over the last week. Okay. Kapitalabflüsse aus dem Bankensektor hat sich letzte Woche stabilisiert. Banken sind alle schwächer jetzt, ne? First Republic schwächer, PNC, US Bancorp. Wie ernsthaft wurde eine Pause in Erwägung gezogen? Which I'll say a couple things about. First, it was supported by a very strong consensus, and I'll be happy to explain why. And really it is that the intermeeting data on inflation and the labor market came in stronger than expected, and really before the recent events, we were clearly on track to continue with ongoing rate hikes. In fact, as of a couple of weeks ago, it looked like we'd need to raise rates over the course of the year, more than we'd expected at the time of the SCP in December, the time of the December meeting. We are committed to restoring price stability, and all of the evidence says that the public has confidence that we will do so, that we'll bring inflation down to 2% over time. It is important that we sustain that confidence with our actions as well as our words. Okay. So we also assess, as I mentioned, that the events of the last 2 weeks are likely to result in some tightening of credit conditions for households and businesses, and thereby weigh on demand, on the labor market, and on inflation. Such a tightening in financial conditions would work in the same direction as rate tightening. In principle, as a matter of fact, ich muss sagen, gefühlt habe ich den Eindruck, dass wir eigentlich, wenn du die letzten 2 Wochen mal rausradierst, dass wir eigentlich genau da sind, wo wir vorher auch waren. Die Notenbank sagt, alles datenabhängig, ne, Arbeitsmarkt zu robust, aber Zeichen Abkühlung, Inflation zu hoch, 2% Inflation. Also eigentlich hat man so ein bisschen den Eindruck, dass Banken alles isoliert, wir müssen uns auf Inflation fokussieren. Das ist genau richtig. Also ich glaube, das ist sehr klar, dass er sagt, hier, wir müssen beides voneinander trennen. Und man hat es ein bisschen reduziert scheinbar, man hätte eher 50 Basispunkte genommen ohne die den Bankenkollaps. Und sagt jetzt vielleicht ein bisschen abwarten, aber dass man im Prinzip auch noch komplett auf dem Weg ist. Wir müssen die Inflation bekämpfen und die Banken ein Geschenk machen sozusagen. Does firming imply a rate increase per se, or could policy firm without you increasing rates? Gute Frage, der ist einfach geil von CNBC. I think it's meant to refer to our policy rate. Really, I would focus on the words may and some, as opposed to ongoing. So we clearly were, what we were doing there was taking on board trying to reflect the uncertainty about what will happen. I mean, it's possible that this will turn out to have very modest effects. These events will turn out to be very, very modest effects on the economy, in which case, and inflation will continue to be strong, in which case, the path will might look different. It's also possible that this potential tightening will contribute significant. Also im Prinzip sagt er, dass die Notenbank das aktuell noch gar nicht abschätzen kann.
Hat er auch recht mit. Ich meine, das weiß keiner. Und sie müssen irgendwo navigieren zwischen der Möglichkeit, dass es eine riesen Kontraktion von Kredit gibt auf der einen Seite und den Implikationen von hohen Zinsen auf der anderen Seite. Und mit dem Bankenkollaps erst 2 Wochen her ist relativ wenig, was er sagen kann. Also er hat eigentlich gar keine andere Chance als diese 25 Basispunkte, um dann zu sagen, jetzt schauen wir mal, was die nächsten Wochen bringen und dann sehen wir mal, ob wir jetzt tatsächlich noch weiter die Zinsen erhöhen, aber sie werden mit Sicherheit noch weiterhin dort bleiben. Man sieht ja, jetzt ist der Dow wieder plötzlich im 110 Punkte hoch. Ja. Für alle Banken sind die niedrigen Zinsen, die hohen Zinsen nicht schlecht. Ja, das sind halt wirklich für die kleineren Banken ist es schwierig. Das Thema werden wir jetzt gleich nochmal vertiefen. Nehmen wir noch eine Frage, bevor wir hier Schluss machen. Gute Frage. Your forecasts or those of your colleagues or those of the board staff incorporated today a material tightening of credit availability because of the stress in the banking sector, or are you waiting to see it in the data before you incorporate that potential tightening into your forecasts? So, we've just come from an FOMC meeting, and the people who write the minutes will be very carefully counting. But I'll tell you what I heard. What I heard was a significant number of people saying that they anticipated there would be some tightening of credit conditions, and that would really have the same effects as our policies do. And that therefore they were including that in their assessment, and that if that turned out not to be the case, that in principle you'd need more rate hikes. So some people did reflect that. Ich stelle jetzt mal auf lautlos und wir machen jetzt gleich mal Schluss hier. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich erstaunlich, wenn man bedenkt, dass Jerome Powell im Prinzip wenige Tage vor dem Kollaps der Silvergate Capital und SVB ja einen sehr aggressiven Auftritt hatte in seinem Rechenschaftsbericht vor dem Senat und Kongress. Da hat er ja gesagt, wir müssen die Terminal Rate könnte, da haben wir 5,75 bis 6% im Prinzip schon im Auge gehabt. 3 Tage später wird das revidiert. Ich meine, ist das nicht auch ein Signal, Sascha, dass die amerikanische Notenbank das, was bei den Banken jetzt passiert ist, gar nicht auf dem Radar hatte? Ich glaube, das, was passiert ist eigentlich, oder die ökonomischen Effekte sozusagen, denke ich, sind relativ einfach und sind wahrscheinlich auf dem Radar. Aber ich glaube, dass manche Sachen halt nicht bewusst waren, und das ist so, was sich so insgesamt auf der Bankbilanz abspielte, wo auch eine Aufsicht zum Beispiel hätte gefragt werden müssen zum Beispiel. Ich glaube, viele Dinge, man muss auch dann davon trennen. Ich glaube, die Notenbanken sind jetzt nicht verantwortlich dafür, die Banken im Prinzip zu stärken an sich. Ja, sie sind ein sogenannter Lender of Last Resort und sollen Liquidität geben, wenn tatsächlich Liquiditätsprobleme da sind, aber sind jetzt nicht für das tagliche Geschäft der Banken verantwortlich, sondern haben eigentlich eher einen Auftrag auch von auf Preisstabilität und dann Finanzmarktstabilität sozusagen. Ja gut, aber jetzt ist es doch die Notenbank, die letztendlich gesehen jahrelang in Europa noch mehr als bei uns diese Nullzinspolitik umgesetzt hat, jetzt die aggressivste Zinsanhebungswelle hat in 40 Jahren und dadurch eben durchaus auch Schaden in dem und jetzt stellt sich die Notenbank hin und sagt, okay, also das Kundengelder sind sicher, wir sind für euch da, wir tun alles, was notwendig ist, aber wir werden die Zinsen weiter anheben. Ja. Nein, ich verstehe das wohl und ich denke auch, dass man mit Sicherheit den Zentralbanken hier mit Sicherheit keine Teilschuld mitgeben muss. Ich will nur sagen, man soll sie nicht komplett in die Schuld zu schieben, weil ich denke auch jetzt, wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal sein, dass man über Quantitative Easing spricht, das irgendwann mal kommen wird in den nächsten Jahren. Die Frage ist dann, sollte man nicht tendenziell sich überlegen, wie man das tatsächlich macht und muss man mehr Konditionalitäten geben, was die Banken mit dem Geld tatsächlich machen können, um dann solche Situationen zu verhindern. Aber ich denke, dass es hier tatsächlich grundsätzlich mal darauf anfangen, wir haben auf der einen Seite Zentralbanken, wir haben eine Bankenregulierung, wir haben Bankmanagement und alle haben ihren Auftrag irgendwo zu leisten. Und wenn irgendwie alle 3 parallel irgendwie leicht versagen, dann hat man halt ein Problem. Und das hat man vor 2 Wochen gesehen. Erstaunlicher Spagat, der hier geleistet werden muss. Ich würde sagen, wir beide machen jetzt mal zum Thema Coverage US-Notenbank Schluss. Gibt uns 5 Minuten Zeit. Wir werden um 55 starten mit unserem Livestream zum Thema der Banken. Was ist da eigentlich passiert? Wie muss man unterscheiden zwischen den USA und Europa? Das Thema Credit Suisse wird sicherlich viele von euch auch interessieren. Ne? Warum hat man die Aktionäre eigentlich nicht gefragt? Ja? Und was bedeutet das für die europäischen Banken? Dazu gleich mehr im Livestream. Viele Fragen von euch
werden wir hier mit einbinden. Wir sehen uns gleich wieder also um, was haben wir, in gut 5 Minuten, bedeutet also um 14 Uhr, nee, was haben wir denn, 5 Stunden Zeitunterschied, doch 20:50 Uhr, nee, Quatsch, 19:50 Uhr musste das sein, genau, 19:50 Uhr, 5 Stunden Zeitunterschied. Bis gleich. Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende, das ist dieser Mann hier, nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben.